Ich grüße euch, ihr Lieben. Heute zu Teil 3 der kleinen Serie Acryl auf MDF Holzblock. Hier die beiden ersten Beispiele aus den vorhergehenden Videos. Die verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung. Und heute soll es ein drittes Bild geben. Der Block ist schon grundiert mit Gesso. Und es geht auch gleich los mit einer weiteren Grundierschicht aus einem Gelb und etwas Acrylbinder. Das mische ich zu einem transparenten Mix. Diesen trage ich auf und ihr seht, es soll transparent bleiben. Das Weiß scheint hindurch. Dadurch erziele ich eine große Leuchtkraft. Diese Schicht muss anschließend gründlich trocknen, am besten einen Tag lang, damit sie sich nachher nicht löst. Am nächsten Tag geht es gleich weiter und ich wähle wie bei meinen beiden vorherigen Bildern ein Phthalo-Blau. Dazu kommt ein Schwarz, mit dem ich das Blau abdunkle. Auftragen werde ich die Farbe mit einem feinporigen Küchenschwamm. Diesen werde ich zuvor etwas anfeuchten und gut ausdrücken und dann kann es schon losgehen. Ich nehme etwas Farbe auf den Schwamm und ziehe diesen in gleichmäßigen Bahnen von oben nach unten übers Bild. Die Farbe ist hier relativ trocken, also unverdünnt, und der Schwamm ist nicht besonders nass, sodass die Spuren deutlich zu sehen sind, was auch Sinn der Sache ist. Allein das sind schon schöne Strukturen und wer mag, kann hier eigentlich auch schon aufhören. Doch bei mir geht's noch ein paar Schritte weiter, ihr werdet es sehen. Bevor es weitergehen kann, alles gründlich trocknen. Mit dem breiten Flachpinsel nehme ich jetzt das Phthalo-Blau einmal pur und möchte es darüber legen. Es ist mir zu hell, also kommt noch etwas von der alten Mischung dazu. Ich nehme Wasser dazu, um es zu verdünnen, damit es transparent bleibt und die unteren Schichten noch hindurchschauen.
Der Farbauftrag ist mir ein wenig zu dicht. Ich wasche meinen Schwamm einfach nochmal aus und gehe mit dem sauberen, feuchten Schwamm noch einmal durch die Farbe. Und schon geht's weiter. Mit einem sauberen, feuchten Schwamm trage ich nun Weiß auf. Die Farbe darunter ist noch feucht und mischt sich mit dem Weiß. Ihr seht die Effekte. Ich kann auch eine Ecke des Schwamms nehmen, um dort hinein zu waschen. So kann ich die Farbe darunter wieder freilegen. Ich wechsle das Auftragen und Abtragen mit dem Schwamm. Ich verändere den Druck und auch die Konsistenz der Farbe, mal wässriger, mal fester. Ihr seht, bei mir ist es ein längerer Prozess. Hier versuche ich einmal eine sehr wässrige blaue Farbe darüber zu legen. Das ergibt wieder andere Strukturen. Auch mit einem alten Borstenpinsel kann ich noch weitere Spuren einbringen und genauer arbeiten. Ihr seht, dieser Pinsel teilt sich in der Mitte beim Auftragen und das ergibt auch wieder besondere Spuren.
Hier habe ich sehr wenig Farbe noch am Pinsel und der Pinsel ist relativ trocken. Auch spannend. So, ich denke, euch ist klar geworden, wie viele Möglichkeiten in dieser Technik stecken und wie viel Spaß das macht, damit zu arbeiten. Nur die Ränder muss ich noch dunkler gestalten, dann ist dieser Block fertig. Hier seht ihr ein weiteres Beispiel, auch mit der gleichen Technik, und es hat einen speziellen Effekt, weil darunter noch eine andere Struktur liegt. Hier sind sie also, meine 4 MDF-Blocks. Wenn man sie zusammen betrachtet, ergibt sich ein spannendes Bild. Dies ist Nummer 1. Das war das zweite. Und jetzt meine beiden dritten. Dieses hier hat einen besonderen Effekt. Wie schon gesagt, liegt eine andere Struktur darunter und die Streifen sind lasierend gearbeitet, sodass man eine Tiefe hat. Auch spannend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Experimentieren. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!